Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch den brandneuen Hongdian 620, also 620 in der Ausführung Grasshopper vorstellen. Der Füllfederhalter ist gerade auf den Markt gekommen und ich habe mir den bei AliExpress bestellt. Und wie immer will ich euch den Füllfederhalter natürlich beschreiben. Ihr wisst, Hongdian gehört zu meinen Lieblingsmarken. Da habe ich überwiegend sehr gute Ergebnisse mit erzielt. Ja, nach der Beschreibung machen wir wie immer Maße und Gewicht. Danach machen wir eine Schreibprobe. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 620 Grasshopper oder 620 Grasshopper. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch, wo ich ihn gekauft habe und ob ich ihn mir wiederholen würde. Dann geht's jetzt los bei Ink Up Your Pen. Ja, so kam er an bei mir, der Hongdian 620 Grasshopper. Und ihr seht hier auch schon das erste Problem. Ich habe den beim CN Stationery Store. Ich weiß, ist keine Wiederholung. Ich habe den Namen auch nicht gegeben. So heißt der Laden bei AliExpress gekauft. Und leider ist er defekt angekommen. Ich habe den jetzt reklamiert. Ich habe noch keine Rückmeldung, ob mir der und wie mir der ersetzt wird. Aber ich wollte es euch hier schon mal zeigen. Also er ist leider nicht heil angekommen. Dennoch habe ich mich entschieden, ihn euch vorzustellen, weil er aktuell ganz neu auf dem Markt ist und deswegen gibt es auch wenig Tests damit. Und vor dem Hintergrund habe ich mich entschieden, den euch trotzdem, trotz des abgebrochenen Clips hier oben vorzustellen. Und ja, dann legen wir einfach los. Also ich habe ungefähr 13 € inklusive Versand für den Füllfederhalter bezahlt. Ihr seht hier, das ist so ein schönes Grün. Grasshopper, das ist nach Cocktails benannt. Die anderen Farben könnt ihr euch bei AliExpress auch mal anschauen. Da geht es auch immer um Cocktails, die namensgebend dort sind. Okay, ja, zur Kappe an sich, Metallkonstruktion, mattes Grün, mattes Finish. Man sieht hier schon so ein paar, ich sag mal, hier sieht man es noch nicht so richtig gut, da unten so ein leichter Fleck drauf. Aber hier, wo der Clip war, und da kann ich jetzt nicht sagen, ob das daran liegt, dass der Clip abgebrochen ist und dann da drüber gerutscht ist und da den Lack beschädigt hat, oder ob das auch passiert wäre, wenn der Clip nicht beschädigt worden wäre. Das vermag ich nicht einzuschätzen. Aber wie dem auch sei, ihr seht hier, da wo der Clip sitzt, kann ich nochmal hier kurz anlegen. Wie ihr das auch seht, wenn der hier so sitzen würde, dann würde der genau auf diesen Punkt, den ich euch eben gezeigt habe, kommen. Und darunter ist halt die Beschädigung. Müsst ihr wissen, der Clip ist so eine Kugel, das sieht ganz nett aus, wenn er denn dran wäre. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob der funktional ist, weil er ist in meinem Falle nicht funktional, denn er ist abgebrochen. Okay, bleiben wir bei der Kappe. Hier steht auf dem Kappenband ja, so ein bisschen so, jetzt seht ihr das LT Hongdian und hier hinten die Modellnummer 620. Dann schrauben wir mal die Kappe ab, mal gucken, wie lange das dauert. Eine Umdrehung, 1,5 Umdrehungen, 2 Umdrehungen, 2,25 Umdrehungen, dann ist die Kappe ab. Schauen wir die noch mal ein bisschen genauer an. Innen mit Kunststoff ausgekleidet. Das heißt also, wir haben hier ein Metallgewinde, da ein Kunststoffgewinde. Ja, muss nicht unbedingt sein, finde ich. Ansonsten, der Füllfederhalter wirkt recht wertig. Sieht, ja, abgesehen vom Clip, aber vielleicht ist es auch ein Transportschaden, auch gut verarbeitet aus. Hier hat man nirgendwo Kanten. Könnte mir vorstellen, dass dieser Lack ein bisschen empfindlich ist, weil wir haben hier 2 kleine Macken schon dran. Aber wie gesagt, das kann auch alles durch das herumrutschende Metallteil hier sein. Das weiß ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht ausschließen. Okay, aber ansonsten sehr gut verarbeitet. Sieht wertig aus, so wie das von Hongdian auch, wie wir das da gewöhnt sind. Und ich finde auch die Farbe sehr schön. Ist so ein matte Metall, ich sag mal so eine metallische Farbe. Und wirkt sehr schön. Ja, und dann kommen wir zum Füllfederhalter an sich. Hier seht ihr schon, muss ich mal ein bisschen besser fokussieren.
Zack. So, da steht auf der Feder 1997. Mal gucken, ob man das hier noch ein bisschen besser für euch sichtbar machen kann. Ja, kommt nicht so ganz raus. Hongdian, Lantian. Und dann wird es schwierig. Li Shui und dann Mgir oder so. Mgi. M-G-U-I-E. Das habe ich zumindest entziffert auf der letzten Zeile auf der Feder. Aber das ist so eine typische Feder von Hongdian. Das ist jetzt auch keine spezielle Feder für dieses Modell hier gefertigt worden. Ihr seht, die Feder ist hier eine breite Feder. Ist hier, ich sag mal, gewinkelt sozusagen und ist gebogen. Ist eine B-Feder und ja, typisch für Hongdian. Die Beschriftung, die könnt ihr auch als separate Federn bei AliExpress kaufen. Ja, das ist eine Standard Hongdian-Feder. Muss ich hier wieder ein bisschen rausgehen, weil so dicht brauchen wir es dann doch nicht. Dann haben wir hier das Griffstück, ist eine Ganzmetallkonstruktion, auch ohne irgendwelche Griffhilfen, sage ich mal. Aber ich muss euch sagen, der liegt gut in der Hand. Das Griffstück ist nicht zu breit, nicht zu schmal. Wirkt angenehm, ist griffig, obwohl es eine Ganzmetallkonstruktion ist. Also da hätte ich keine Bedenken. Dann schrauben wir hier mal auf. Hier haben wir ein Metallgewinde und ein Metallgewinde. Ihr seht es hier. Also das dürfte auch sehr gut halten. Hier nochmal mit einem kleinen Gummiring abgepuffert. Also auch, man hat hier an viele Dinge gedacht, hat sich Mühe gegeben. Der Konverter ist gebrandet von Hongdian. Da seht ihr es. Finde ich auch sehr schön. Jetzt habe ich hier schon mir mal die ersten Tintenflecken auf die Finger gemacht. Ich habe mich hier entschieden für Rohrer und Klingner Smaragdgrün. Habe ich hier schon befüllt, seht ihr hier. Und ja, so viel zum Griffstück und zur Feder. Kommen wir zum Schaft. Aus einem Stück, aus einem Guss sozusagen, wenn man hier reinschaut. Also sieht alles sehr solide aus. Kein Endstück drauf. Alles in diesem schönen Metallic grün gehalten. Angenehm, schön, fasst sich schön an. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Dann baue ich den mal wieder zusammen. Und dann machen wir gleich mal Maße und Gewicht. Der Füllfederhalter wiegt, befüllt mit Tinte und mit dem Konverter, 34 Gramm. Das ist ein ganz angenehmes Gewicht, muss ich sagen. Es ist nicht zu leicht, nicht zu schwer, kann man wirklich nicht meckern. In diesem Zustand, also ohne aufgesteckte Kappe, finde ich, liegt er auch angenehm in der Hand. Ich habe recht große Hände, da seht ihr es auch, also da muss man nichts aufstecken. Da misst er 12 cm. Mit der aufgesteckten Kappe, will ich euch auch mal zeigen, da müsst ihr so ein bisschen drücken, aber dann, seht ihr hier, hält die absolut fest. Ich weiß nicht, inwiefern man hier dann nachher irgendwelche Beschädigungen an dem aus meiner Sicht doch vielleicht ein bisschen empfindlichen Lack finden wird, aber momentan, so beim ersten, zweiten Mal, da kann man da noch nichts sehen. Und im geschlossenen Zustand, und dann schraubt man wieder zu, da misst ihr 13,7 cm. Okay, nachdem ich euch jetzt den Füllfederhalter beschrieben habe, kommen wir als nächstes, jetzt rollt er auch gleich weg, weil der Clip kaputt ist, legen wir den Clip mal hinten dran. Kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Hongdian. Man weiß übrigens immer nicht, wie man den schreiben soll. So kann man den natürlich auch schreiben. 620 Grasshopper. Es ist eine breite Feder, wobei ich sagen muss, die wirkt nicht wirklich ganz so breit, sondern ich würde sie so am unteren Ende der breiten Feder, am oberen Ende der mittleren Feder ansiedeln. Breite Feder.
Dann haben wir als Tinte Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. G vergessen. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt wie immer mal hören, wie der Füllfederhalter über das Papier gleitet. Ja, ich finde, das klingt ganz gut. Ist jetzt kein wahnsinniges Schreiberlebnis, sage ich mal, aber klingt vernünftig. Man rutscht nicht ab. Man sieht hier natürlich ein paar Fingerabdrücke auf dem verchromten Metallgriffstück. Aber es schreibt sich sehr angenehm. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen und dann versuchen wir mal schnelles Schreiben. Ist sofort da. So, wenn ihr hier mal schaut, ich tendiere dazu, den am oberen Teil zu nehmen. Vielleicht suche ich doch so ein bisschen Halt hier an dem Gewinde. Das vermag ich jetzt gar nicht so einzuschätzen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Oder mir ist es hier unten ein bisschen zu dünn. Also ich rutsche ein Stück höher, das solltet ihr einfach wissen. Aber es schreibt sich wirklich, wirklich angenehm. Okay, verkehrt herumschreiben mit der gebogenen Feder. Mal gucken, wie das geht. Oh. Also, es sieht schlimmer aus, als es klingt, finde ich. Dafür ist es einfach nicht gemacht. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variation in die Feder bekommen. Ein bisschen anwinkeln irgendwie. Vielleicht kann man da noch was mitmachen. Nee, sieht alles sehr ähnlich aus für mich. Tintenfluss. Ja, der ist in Ordnung, aber auch nicht wahnsinnig feucht. Ja. So viel zum Schreibtest des Hongdian. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 620. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Hongdian 620 Grasshopper? Zeigen wir euch hier nochmal. Also gut gefällt mir, dass es mal abgesehen von der Beschädigung des Clips, die ich nicht zuordnen kann, ob Produktionsmangel oder Transportschaden. Es ist eine solide Metallkonstruktion, sie fühlt sich gut an. Der Füller- oder Füllfederhalter verfügt über eine B-Feder oder man kann den mit einer B-Feder, also mit einer breiten Feder bestellen. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das Griffstück ist eine verchromte Metallkonstruktion, ist trotzdem griffig, obwohl, ich habe es euch ja gezeigt, ich zeige es euch hier nochmal, ich tendiere so ein bisschen dazu, das weiter oben an dem Gewinde anzufassen. Also das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich es zwar als griffig empfinde, aber dann, wenn ich schreibe, vielleicht es dann doch nicht mehr so angenehm ist und man automatisch ein Stück nach oben rutscht. Das vermag ich nicht. Vermag ich momentan nicht einzuschätzen. Dazu muss ich ihn dann auch noch mal ein bisschen benutzen. Ja, der Konverter ist dabei, der ist gebrandet. Das spricht wieder von Hongdian. So gefallen mir die Füllfederhalter. Und das sind eigentlich so die positiven Eigenschaften, die ich dem 620, also 620 abgewinnen kann. Ja, was gefällt mir nicht? Mir gefällt als erstes nicht, dass er beschädigt ankam. Entweder es ist hier zeige ich es euch nochmal, da ist der Clip abgebrochen. Entweder es ist ein Qualitätsmangel oder es ist ein Versandmangel, weil schlecht verpackt oder die Post ist nicht wirklich gut damit umgegangen, vermag ich nicht einzuschätzen, aber nichtsdestotrotz haben wir auch ich hatte es euch vorhin gezeigt, an dem Clip, oder der Clip hat an der Kappe
auch für Farbabrieb gesorgt. An 2 Stellen habe ich das gehabt, also insofern denke ich mal, dass die Farbe vielleicht nicht ganz unempfindlich ist. Das gefällt mir auch nicht so sehr, weil er sieht eigentlich schön aus und er sieht nur so lange schön aus, solange ich da nicht Lücken drin habe in dieser Metallic-Lackierung, sage ich mal. Ja, wie gesagt, ist die Farbe empfindlich oder ist es ein Qualitätsproblem, vermag ich nicht zu sagen. Die Feder ist eigentlich unspektakulär. Ich habe viel schönere, viel bessere Federn von Hongdian schon hier getestet. Und diese Feder ist ja solide, aber wie gesagt unspektakulär. Und ja, jetzt werde ich mal schauen. Also CN Stationery Store hat mir den noch nicht ersetzt. Es geht hier um 13 Euro ungefähr. Da werde ich euch aber darüber informieren, ob, wenn ihr dasselbe Problem habt, ob CN Stationery Store da, ich sag mal, kulant ist und dann auch das Geld zurückerstattet über AliExpress. Okay, ja, würde ich ihn mir wieder kaufen? Nein, ich würde ihn mir nicht wieder kaufen. Insofern gibt es von mir auch jetzt hier keine Kaufempfehlung. Ich finde, er ist einfach zu unspektakulär und das, was ihn besonders macht oder was ihn schön ausschauen lässt, ist wie gesagt diese Metallic-Lackierung und die scheint mir doch ein wenig anfällig zu sein. Ich kann nichts zur Funktionsfähigkeit des Clips sagen. Wie gesagt, er kam abgebrochen an, aber egal ob der Clip abgebrochen wäre oder noch dran wäre, meine Entscheidung, glaube ich, wäre ähnlich ausgefallen. Ich würde ihn mir persönlich nicht wieder kaufen, weil ich ihn für absolut unspektakulär halte. Es ist jetzt nicht viel Geld, 13 Euro könnte man argumentieren. Man bekommt etwas Solides, vielleicht ohne Clip, keine Ahnung. Und dann muss man einfach mal schauen. Aber alles in allem ist es nichts, von dem ich sagen würde, das müsst ihr euch unbedingt kaufen. Ja, so viel dazu. Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Hongdian 620? Vielleicht auch in einer anderen Farbe gemacht? Gab es auch Versandprobleme bei euch oder Qualitätsprobleme mit der Lackierung? Oder wie schätzt ihr die ganze Sache ein? Sind es vielleicht gar keine Qualitätsprobleme, sondern nur die Versandverpackung war schlecht? Das alles könnt ihr mir in den Kommentaren mitteilen und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.